Der Beowulf-Dichter, ein namenloser Meister und seine Geschichten. Einleitung: Das Geheimnis des namenlosen Dichters. Stellt euch vor, ihr haltet ein Buch in den Händen, das vor über 1000 Jahren geschrieben wurde. Die Seiten sind an den Rändern verbrannt. Die Tinte ist an manchen Stellen verblasst. Aber die Worte sind noch lesbar. Dieses Buch enthält die älteste große Geschichte, die jemals in englischer Sprache aufgeschrieben wurde. Es erzählt von Helden, Monstern und Drachen, von Ruhm und Tod, von Treue und Verrat. Und wer hat diese Geschichte geschrieben? Wir wissen es nicht. Sein Name ist verloren gegangen in den langen Jahrhunderten. Die Gelehrten nennen ihn einfach den Beowulf-Dichter. Er hat nur ein einziges Werk hinterlassen. Aber dieses Werk gehört zu den größten Schätzen der Weltliteratur. 3182 Zeilen in altenglischer Sprache, die das Abenteuer des Helden Beowulf erzählen. In dieser Geschichte will ich versuchen, das Leben dieses namenlosen Dichters zu erzählen. Natürlich kann ich nicht sicher sein, ob alles stimmt. Es gibt keine Dokumente über ihn. Keine Briefe, keine Aufzeichnungen. Aber sein Gedicht ist voller Hinweise auf seine Zeit, seine Gedanken und seine Kunst. Wenn wir genau hinhören, können wir seine Stimme durch die Jahrtausende hören. Erster die Zeit, wann lebte der Dichter? 1.1 Ein Rätsel mit vielen Antworten. Wann genau der Beowulf-Dichter lebte? Darüber streiten die Gelehrten seit über 200 Jahren. Die einzige Handschrift, die wir besitzen, wurde um das Jahr 1000 geschrieben. 2 Schreiber haben damals in einem Kloster gesessen und das Gedicht mit der Hand abgeschrieben. Aber das Gedicht selbst ist älter. Manche Forscher sagen, es wurde schon im 8. Jahrhundert geschrieben. Andere meinen erst im 10. oder sogar 11. Jahrhundert. Das ist ein Unterschied von 300 Jahren. Stellt euch vor, wir würden nicht wissen, ob ein Buch im Jahr 1700 oder im Jahr 2000 geschrieben wurde. Die Wahrheit ist, wir werden es nie genau wissen. Aber wir können Hinweise suchen. 2,2 Das Viktorienschiff von Sutton Hoo. Im Jahr 1939 machten Archäologen in Suffolk, England, eine erstaunliche Entdeckung. Sie fanden ein altes Grab. Aber es war kein gewöhnliches Grab. Es war ein ganzes Schiff, das vor über 1300 Jahren in der Erde vergraben worden war. In diesem Schiff lagen Schätze. Ein goldener Helm, reich verziert mit Bildern. Ein Schwert mit edlen Steinen. Silbergefäße aus fernen Ländern, eine Harfe. Jemand hatte hier einen mächtigen König bestattet. So wie es in alten Heldengeschichten beschrieben wird. Genau so beginnt das Beowulf-Gedicht. Es erzählt von König Scyld Scefing, der nach seinem Tod in ein Schiff gelegt wurde, umgeben von Schätzen und Waffen, und dann aufs Meer hinausgeschickt wurde. Sie legten ihren lieben König ins Schiff, den Spender der Ringe, neben dem Mast. Dort lagen Schätze, Waffen und Rüstungen, wie sie von weit her gekommen waren. Die Archäologen datierten das Schiffsgrab auf die Zeit um 625. Das bedeutet, die Menschen im 7. Jahrhundert haben ihre Könige tatsächlich so bestattet, wie es im Gedicht beschrieben wird. Der Dichter kannte diese Bräuche also aus seiner eigenen Zeit. Für viele Gelehrte ist das ein Beweis, dass der Beowulf-Dichter im 7. oder frühen 8. Jahrhundert gelebt haben muss. Er hat nicht über eine erfundene Welt geschrieben, sondern über die Welt, die er selbst kannte. 1.3 Heidnische Helden, christlicher Dichter. Es gibt noch einen anderen Hinweis. Das Beowulf-Gedicht spielt in einer heidnischen Zeit. Lange bevor die Germanen Christen wurden. Die Helden beten zu alten Göttern.
Sie sprechen vom Schicksal, das sie WYRD nennen. WYRD geht, wie sie will, heißt es immer wieder. Aber der Dichter selbst war offenbar ein Christ. Immer wieder fügt er christliche Gedanken ein. Das Monster Grendel wird Nachkomme Kains genannt. Also jener biblischen Figur, die seinen Bruder erschlug. Die Helden danken dem Herrscher aller Dinge für ihre Siege. Das ist eine seltsame Mischung. Heidnische Helden, die in einer christlichen Geschichte leben. Der Dichter hat alte, heidnische Legenden genommen und ihnen einen christlichen Rahmen gegeben. Er hat die Helden nicht als Götzendiener dargestellt, sondern als gute Menschen, die den wahren Gott noch nicht kannten. Das bedeutet, der Dichter lebte in einer Zeit, in der die Angelsachsen bereits christianisiert waren. Das war ab dem 7. Jahrhundert der Fall. Auch das spricht für eine Entstehung im 8. Jahrhundert. Zweiter der Dichter, wer war dieser Mann? 2.1 Der Skop, Sänger und Geschichtenerzähler. In der angelsächsischen Zeit gab es eine besondere Art von Künstler. Man nannte ihn Skop, sprich Schop. Das Wort bedeutet Schöpfer oder Macher. Der Skop war mehr als nur ein Dichter. Er war Sänger, Geschichtenerzähler und lebendiges Gedächtnis seines Volkes. In den großen Hallen der Könige und Fürsten trat er auf, wenn die Krieger nach dem Kampf beisammen saßen und feierten. Er nahm seine Harfe, schlug die Saiten an und begann zu singen. Er sang von alten Helden, von großen Schlachten, von Ruhm und Ehre. Er erinnerte die Krieger daran, was es bedeutete, ein guter Mensch zu sein. Tapfer im Kampf, treu gegenüber dem König, großzügig gegenüber den Freunden. Im Beowulf-Gedicht selbst wird ein solcher Skop beschrieben. Nachdem Beowulf den Grendel besiegt hat, reitet ein Königsgefährte durch die Lande und singt von der Heldentat. Aber er singt nicht nur von Beowulf. Er verbindet die neue Tat mit alten Geschichten. Er vergleicht Beowulf mit dem berühmten Helden Sigmund. Der Beowulf-Dichter war selbst ein solcher Skop. Er kannte die alten Geschichten. Er beherrschte die Kunst des Singens. Er wusste, wie man die Zuhörer fesselt. 2.2 Ein gebildeter Mann. Aber der Beowulf-Dichter war mehr als nur ein mündlicher Sänger. Er muss ein gebildeter Mann gewesen sein. Wahrscheinlich sogar ein Geistlicher. Warum? Weil er lesen und schreiben konnte. Im frühen Mittelalter konnten nur wenige Menschen schreiben. Die meisten waren Mönche in den Klöstern. Sie lernten Latein, sie lasen die Bibel und die Schriften der Kirchenväter. Sie kopierten Bücher mit der Hand. Der Beowulf-Dichter kannte die Bibel gut. Das sieht man an den vielen Anspielungen. Er wusste von Kain und Abel, von der großen Flut, von den Riesen der Vorzeit. Er kannte auch lateinische Dichtung. Vielleicht sogar Vergils Aeneis. Das große römische Heldengedicht. Ein Gelehrter namens Arnold hat eine interessante Theorie aufgestellt. Er glaubt, der Beowulf-Dichter könnte ein Missionar gewesen sein. Im 7. und 8. Jahrhundert reisten viele angelsächsische Mönche nach Norden, um die Germanen in Friesland und Dänemark zu christianisieren. Einer von ihnen, so Arnold, könnte lange genug in Skandinavien gelebt haben, um die dortigen Sagen und Legenden kennenzulernen. Er hörte die Geschichten von Beowulf, dem Helden der Gauten, und von anderen Helden. Er sammelte sie, lernte sie auswendig und webte sie dann zu einem großen Gedicht zusammen. Als er nach England zurückkehrte, brachte er dieses Gedicht mit. Und bald kannten alle Freunde angelsächsischer Dichtung es. Ob das stimmt? Wir wissen es nicht. Aber es ist eine schöne Vorstellung. Ein Mönch, der in die fremde Welt des Nordens reist. Dort die alten Heldengeschichten hört.
und sie in seinem Herzen bewahrt, um sie später aufzuschreiben. 2.3 Woher kam er? Nord oder Süd? Die Sprache des Gedichts gibt uns einen weiteren Hinweis. Das Beowulf-Manuskript ist im westsächsischen Dialekt geschrieben, also der Sprache, die in Wessex, im Süden Englands, gesprochen wurde. Aber es gibt Spuren anderer Dialekte. Manche Wörter und Formen stammen aus dem Norden, aus Northumbrien. Das könnte bedeuten, das Gedicht wurde ursprünglich im Norden geschrieben, vielleicht in Northumbrien, und später in den westsächsischen Dialekt übertragen. Northumbrien war im 8. Jahrhundert ein Zentrum der Kultur und Gelehrsamkeit. Der große Gelehrte Beda Venerabilis lebte dort. Und in den Klöstern von Wirmut und Jarrow entstanden prachtvolle Handschriften. Vielleicht war der Beowulf-Dichter also ein nordhumbrischer Mönch, der in einem der großen Klöster des Nordens lebte und arbeitete. Vielleicht schrieb er sein Gedicht dort nieder. Und später, als Wessex unter König Alfred dem Großen zum kulturellen Zentrum wurde, übertrug man es in den südlichen Dialekt. 3. Die Kunst des Dichters, wie er seine Worte wob. 3.1 Der Stabreim, die Musik der Worte. Der Beowulf-Dichter schrieb nicht in Reimen wie moderne Dichter. Er schrieb in Stabreimen, auch Alliteration genannt. Das bedeutet, in jeder Zeile beginnen 2 oder 3 wichtige Wörter mit demselben Laut. Zum Beispiel, often as see wildly the seething from squadron foes. Hier haben wir dreimal den S-Laut. SCYLD, Skeefing, Squadronet. Oder, from many a tribe, the mead bench tore. Hier ist es der M-Laut. Many, mead bench. Jede Zeile ist in 2 Hälften geteilt. Und die beiden Hälften sind durch diese gleichen Anfangslaute miteinander verbunden. Das gibt dem Gedicht einen besonderen Rhythmus. Eine fast musikalische Qualität. Wenn der Skop das Gedicht mit der Harfe vortrug, muss es wunderbar geklungen haben. Der Dichter beherrschte diese Kunst meisterhaft. Über 3000 Zeilen lang hielt er dieses Muster durch, ohne dass es jemals gekünstelt oder gezwungen wirkte. 3,2 Die Ken-Inga, geheimnisvolle Bilder. Eine andere Besonderheit des Beowulf-Dichters sind die Ken-Inga. Das ist altnordisch und bedeutet Kennzeichnungen. Das sind bildhafte Umschreibungen für einfache Dinge. Das Meer nennt der Dichter nicht einfach Meer. Er sagt Walfischstraße, Wale rot. Denn für die Seefahrer war das Meer tatsächlich eine Straße, auf der die Wale schwammen. Den König nennt er Ringgeber oder Schatzspender, Ringgiver. Denn ein guter König gab seinen treuen Kriegern goldene Ringe als Belohnung. Den Körper nennt er Knochenhaus, Bonehouse. Denn die Knochen sind wie die Wände eines Hauses, in dem das Leben wohnt. Das Schwert heißt Kampflicht oder Kampffeuer, Battlelight. Denn wenn es im Kampf blitzt, leuchtet es wie Feuer. Diese Ken-Inga sind mehr als nur schöne Bilder. Sie zeigen, wie der Dichter die Welt sah. Für ihn war alles miteinander verbunden. Das Meer und die Wale. Der König und seine Großzügigkeit. Der Körper und das Leben darin. 3,3 Die Struktur, ein Spiegel der Welt. Das Beowulf-Gedicht ist wunderbar aufgebaut. Es beginnt mit einer Beerdigung und endet mit einer Beerdigung. Am Anfang wird der dänische König SCYLD in einem Schiff bestattet. Am Ende wird der Held Beowulf auf einem Scheiterhaufen verbrannt und sein Grabmal am Meer errichtet. Dazwischen liegen 2 große Teile. Der erste Teil spielt in Dänemark, wo der junge Beowulf den Monster Grendel und dessen Mutter besiegt. Der zweite Teil spielt 50 Jahre später in seiner Heimat, wo der alte König Beowulf gegen einen Drachen kämpft und stirbt.
Die beiden Teile spiegeln sich gegenseitig. Im ersten Teil ist Beowulf jung, stark und siegreich. Im zweiten Teil ist er alt, weise, aber auch verwundbar. Das eine kann nicht ohne das andere sein. Jugend und Alter, Sieg und Tod. Ruhm und Vergänglichkeit. Das ist die tiefe Weisheit des Beowulf-Dichters. Er erzählt nicht einfach eine Abenteuergeschichte. Er erzählt vom Menschsein selbst. 4. Geschichten um den Dichter. Weil wir so wenig über den Beowulf-Dichter wissen, haben sich im Laufe der Jahrhunderte Geschichten um ihn gebildet. Sie sind vielleicht nicht wahr, aber sie zeigen, wie die Menschen sich diesen geheimnisvollen Dichter vorstellten. 4,1 Die Geschichte vom Feuer. Im Jahr 1731 geschah etwas Schreckliches. In London, im Ashburnham House, wo die kostbare Büchersammlung von Sir Robert Carden aufbewahrt wurde, brach ein Feuer aus. Die Flammen fraßen sich durch die Regale. Viele unersetzliche Handschriften verbrannten. Aber eine überlebte, das Beowulf-Manuskript. Es überlebte, aber nicht unversehrt. Die Ränder waren angesenkt. Manche Buchstaben für immer verloren. Noch heute kann man die Brandspuren sehen, wenn man das Manuskript in der British Library betrachtet. Stellt euch vor, dieses eine Manuskript, die einzige Kopie des ältesten englischen Heldengedichts, wäre damals fast verbrannt. Ein paar Zentimeter weiter im Regal. Und wir würden heute nichts von Beowulf wissen. Der Dichter wäre für immer vergessen. Manche sagen, der Geist des Dichters habe in jener Nacht über seinem Werk gewacht. Er habe die Flammen zurückgehalten, damit seine Worte nicht für immer verloren gehen. 4,2 Die Geschichte vom Isländer und der verlorenen Handschrift. Im Jahr 1786 kam ein isländischer Gelehrter namens Grimur Jónsson Thorkilin nach London. Er war im Auftrag der dänischen Regierung unterwegs, um alte Handschriften zu suchen, die etwas über Dänemarks Frühgeschichte erzählen könnten. In der Bibliothek fand er das Beowulf-Manuskript. Er erkannte sofort, wie wichtig es war. Das Gedicht spielte in Dänemark. Es handelte von dänischen Königen. Das war genau das, wonach er suchte. Thorkilin ließ eine Abschrift anfertigen. Er machte auch selbst eine zweite Abschrift. Dann kehrte er nach Kopenhagen zurück. Doch das Schicksal meinte es nicht gut mit ihm. Im Jahr 1807, während der Napoleonischen Kriege, beschoss die englische Flotte Kopenhagen. Thorkilins Haus wurde getroffen und brannte nieder. Seine Bücher, seine Papiere, seine kostbaren Abschriften. Alles verbrannt. Fast alles. Einige wenige Blätter überlebten. Thorkilin gab nicht auf. Aus diesen Fragmenten und aus seiner Erinnerung rekonstruierte er den Text. 1815, fast 30 Jahre nach seiner Entdeckung, veröffentlichte er die erste gedruckte Ausgabe des Beowulf. Hätte Thorkilin nicht diese Abschriften gemacht, wäre das Beowulf-Manuskript vielleicht ganz verloren gegangen. Denn das Original war inzwischen durch den Brand von 1731 so beschädigt, dass manche Stellen kaum noch zu lesen waren. Thorkilins Abschriften sind heute wertvoller als das Original. 4,3 Die Geschichte von Tolkien und dem Dichter. J.R.R. Tolkien, der Autor von Der Herr der Ringe, war nicht nur Schriftsteller. Er war auch ein bedeutender Gelehrter für altenglische Literatur. Er liebte den Beowulf-Dichter über alles. 1936 hielt Tolkien einen berühmten Vortrag mit dem Titel Beowulf, die Ungeheuer und die Kritiker. Darin verteidigte er den Beowulf-Dichter gegen die Gelehrten seiner Zeit. Diese Gelehrten, so Tolkien, verstanden den Dichter nicht. Sie suchten im Gedicht nur nach historischen Fakten,
nach Hinweisen auf reale Ereignisse. Sie fragten, stimmt das? Hat es diesen König wirklich gegeben? Aber sie vergaßen, dass Beowulf in erster Linie ein Gedicht ist. Ein Kunstwerk. Tolkien sagte, der Beowulf-Dichter war ein großer Künstler. Er hat die alten Geschichten nicht einfach gesammelt, sondern zu etwas Neuem geformt. Er hat eine Vision geschaffen. Vom Leben und Tod. Von Mut und Treue. Von Ruhm und Vergänglichkeit. Tolkien schrieb sogar selbst eine Übersetzung des Beowulf. Aber er vollendete sie nie. Erst nach seinem Tod, im Jahr 2014, gab sein Sohn Christopher die Übersetzung heraus. Über 70 Jahre nachdem Tolkien den Vortrag gehalten hatte, konnten die Leser endlich seine Version des Gedichts lesen. Vielleicht hat Tolkien den Beowulf-Dichter besser verstanden als jeder andere. Denn er war selbst ein Dichter, der aus alten Sagen neue Geschichten wob. 5. Die Welt des Dichters, was er über seine Zeit verrät. 5,1 Die Halle, Herz der Gemeinschaft. Im Beowulf-Gedicht spielt ein Ort eine zentrale Rolle. Die große Halle Hiorodh, die der dänische König Hrothgar baut. Sie ist der größte Halle, die Menschen je erdacht. Hier treffen sich die Krieger zum Fest. Hier singt der Skop seine Lieder. Hier schlafen sie nachts unter einem Dach. Diese Halle war mehr als nur ein Gebäude. Sie war das Herz der Gemeinschaft. Hier zeigte der König seine Großzügigkeit, indem er Ringe und Schätze verteilte. Hier schworen die Krieger ihrem Herrn Treue. Hier feierte man Siege und trauerte um die Gefallenen. Der Beowulf-Dichter kannte solche Hallen aus eigener Anschauung. Und tatsächlich haben Archäologen in Dänemark, in Leere, die Überreste einer großen Halle aus dem 6. Jahrhundert gefunden. Sie war etwa 50 Meter lang. Genau wie Hiorodh im Gedicht. Hier hat vielleicht ein echter König geherrscht, der wie Hrothgar war. 5,2 Die Treue, das Band zwischen König und Krieger. Ein zentraler Wert im Beowulf ist die Treue. Die Krieger sind ihrem König zu absoluten Gehorsam verpflichtet. Sie würden für ihn sterben. Und der König ist seinen Kriegern zu Großzügigkeit verpflichtet. Er gibt ihnen Schätze, Waffen, Ruhm. Diese Beziehung nannte man Comitatus. Sie band die Gemeinschaft zusammen. Wer seinen König im Stich ließ, war für immer ehrlos. Am Ende des Gedichts, als der alte Beowulf gegen den Drachen kämpft, verlassen ihn alle seine Krieger bis auf einen, den jungen Wiglaf. Nur Wiglaf bleibt treu und hilft seinem König. Die anderen fliehen in den Wald. Der Dichter verurteilt diese Feiglinge mit scharfen Worten. Er sagt: Besser ist es für jeden Krieger, zu sterben, als ein Leben in Schande zu führen. Das ist die harte Lehre des Beowulf-Dichters. Ehre ist mehr wert als Leben. Ein kurzer Ruhm ist besser als ein langes Leben in Schande. 5,3 Das Schicksal, die Macht, der keiner entkommt. Immer wieder spricht der Dichter vom Schicksal. Von WYRD. WYRD geht, wie sie will, heißt es. Das Schicksal ist unentrinnbar. Was geschehen soll, das geschieht. Aber das ist keine Ausrede, um untätig zu sein. Im Gegenteil. Gerade weil das Schicksal unausweichlich ist, kommt es auf den Mut an, mit dem man ihm entgegentritt. Der Held ist nicht der, der dem Schicksal entkommt, sondern der, der es tapfer annimmt. Beowulf weiß von Anfang an, dass er sterben wird. Aber das hält ihn nicht ab. Er kämpft trotzdem. Er tut, was getan werden muss. Der Dichter verbindet diese heidnische Schicksalsvorstellung mit dem christlichen Glauben. Hinter dem Schicksal steht für ihn letztlich Gott. Gott lenkt die Welt.
Auch wenn wir Menschen seine Wege nicht immer verstehen. 6. Das Vermächtnis, warum der Dichter unsterblich wurde. 6,1 Das älteste englische Heldengedicht. Der Beowulf-Dichter hat das älteste große Heldengedicht geschaffen, das in englischer Sprache erhalten ist. 3182 Zeilen, die uns einen einzigartigen Einblick geben in die Welt der Angelsachsen. Ohne ihn wüssten wir viel weniger über diese Zeit. Wir wüssten nicht, wie die Menschen dachten, was sie für wichtig hielten, wovor sie sich fürchteten und worauf sie hofften. Sein Gedicht macht 10% der gesamten erhaltenen altenglischen Literatur aus. Das ist unglaublich. Ein einziger Dichter hat 1/10 aller Texte geschrieben, die aus dieser Zeit überlebt haben. 6,2 Die vielen Übersetzer. Weil das Altenglische für moderne Leser so schwer zu verstehen ist, haben viele Dichter und Gelehrte versucht, den Beowulf zu übersetzen. Jeder hatte seine eigene Vorstellung davon, wie das Gedicht klingen sollte. John Mitchell Campbell machte 1837 die erste Übersetzung in moderne englische Prosa. William Morris, der berühmte Dichter und Kunsthandwerker, versuchte sich 1895 in einer poetischen Version. Edwin Morgan, Burton Raffles, Michael Alexander und Roy Liotzer folgten. Die berühmteste moderne Übersetzung stammt von dem irischen Dichter Seamus Heaney. Sie erschien 1999 und wurde sofort ein Bestseller. Heaney gewann damit den renommierten Whitbread Prize. In seiner Übersetzung mischte er ein paar nordirische Wörter, um dem Gedicht eine besondere Farbe zu geben. Heaney schrieb in seinem Vorwort, dass er in Beowulfs Welt die Welt seiner eigenen Kindheit wiederfand. Die gleiche Härte, die gleiche Gewalt, die gleiche Strenge. Der Beowulf-Dichter sprach auch nach 1000 Jahren noch zu ihm. 6.3 Beowulf heute. Heute kennt jeder gebildete Mensch den Beowulf. Das Gedicht wird in Schulen und Universitäten auf der ganzen Welt gelesen. Es gibt Verfilmungen, Comic-Adaptionen und sogar Computerspiele, die auf der Geschichte basieren. Der Dichter, dessen Namen wir nicht kennen, ist unsterblich geworden. Sein Held Beowulf lebt weiter in den Herzen der Leser. Und solange es Menschen gibt, die Geschichten lieben, wird der Beowulf-Dichter nicht vergessen sein. 7. Schluss, der namenlose Dichter und seine Stimme. Wir wissen nicht, wie der Beowulf-Dichter hieß. Wir wissen nicht, wo er geboren wurde. Oder wo er starb. Wir wissen nicht, ob er jung oder alt war. Ob er eine Familie hatte oder allein lebte. Ob er glücklich war oder unglücklich. Aber wir haben seine Stimme. Sie spricht zu uns durch die Jahrhunderte. Durch die verbrannten Seiten des Manuskripts. Durch die vielen Übersetzungen. Sie erzählt uns von einer Welt, die längst vergangen ist. Von Königen, die goldene Ringe verteilten. Von Kriegern, die lieber starben, als ihre Ehre zu verlieren. Von Monstern aus den Sümpfen. Und Drachen, die Feuer spien. Aber sie erzählt uns auch von Dingen, die immer gleich bleiben. Von der Liebe zur Heimat. Von der Trauer um die Toten. Von der Sehnsucht nach Ruhm und Unsterblichkeit. Am Ende des Gedichts, als Beowulf gestorben ist, reiten seine Krieger um seinen Grabhügel und preisen ihn. Sie sagen, er sei gewesen der mildeste der Männer und der liebenswürdigste, der freundlichste zu seinem Volk und der ruhmbegierigste. Vielleicht hätte der Beowulf-Dichter sich gewünscht, dass man eines Tages so über ihn spricht. Dass man sagt, er war ein guter Dichter, der uns unvergessliche Geschichten geschenkt hat. Er war freundlich zu seinem Volk
Er gab ihnen Trost und Hoffnung in dunklen Zeiten. Und er suchte den Ruhm. Nicht für sich selbst, sondern für seine Helden. Für seine Sprache, für seine Kunst. Sein Name ist vergessen. Aber seine Stimme lebt weiter. Und solange es Menschen gibt, die Geschichten lieben, wird der Beowulf-Dichter nicht sterben.